Willkommen an der Open Hybrid Lab Factory. Hier arbeiten interdisziplinäre Teams aus der Region gemeinsam an zukunftsweisenden Lösungen für die Kreislaufwirtschaft. Die Joint Research Group Verarbeitung biobasierter Werkstoffe entwickelt innovative und nachhaltige Fertigungsprozesse für Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen und erforscht deren Recycling. Holz ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit, aber sein Potenzial für moderne Anwendungen wird noch lange nicht ausgeschöpft. Um die Materialeigenschaften besser zu verstehen, prüfen wir hier unterschiedliche Holzarten. In der Zugprüfung wird das Material gezogen, bis es bricht. Daraus erhalten wir Werte wie Festigkeit und Steifigkeit, also wichtige Kennzahlen für den technischen Einsatz. Wir vergleichen nicht nur die mechanischen Eigenschaften, sondern auch die Nachhaltigkeit. Mithilfe einer Lebenszyklusanalyse, kurz LCA, können wir die ökologische Wirkung bewerten, von der Rohstoffgewinnung über die Verarbeitung bis zum Recycling. Dieses geschredderte Holz kann dabei als Ausgangsmaterial für neue Verbundwerkstoffe dienen. Wie sich das weiterverarbeiten lässt, zeigt euch jetzt Miriam hier im Biolabor. Holz kann aber nicht nur als Einzelwerkstoff verwendet werden, sondern auch als Verbundwerkstoff. Zum Beispiel, indem wir es mit Pilzen kombinieren. Wenn wir von Pilzen sprechen, denken viele zuerst an die Fruchtkörper, also das, was man im Wald sieht oder zum Kochen verwenden kann. Der eigentliche Pilz besteht aber aus Myzel, also einem feinen Geflecht aus Hyphen, das normalerweise als unterirdisches Wurzelwerk wächst. Hier im Biolabor an der OLF habe ich die Ausstattung, um steril mit Pilzmyzel zu arbeiten. Das Myzel nutze ich dann als natürlichen Binder für lignozellulosehaltige Materialien, wie das geschredderte Holz hier. Dafür kombiniere ich das Pilzmyzel mit dem Holz als Wachstumssubstrat. Hier im Inkubator wächst das Myzel in Flüssignährmedium. Das Myzel verwende ich dann hier in der Clean Bench, um unter sterilen Bedingungen das Substrat mit dem Pilz zu impfen. Nach der 4-wöchigen Kultivierung ist das Myzel vollständig mit dem Substrat verwachsen. Der Verbundwerkstoff kann jetzt zum Beispiel mit Heißpressen nachbehandelt werden. Hier sieht man eine solche Platte aus Holzfasern und Pilzmyzel. Durch das Heißpressen erhöhen wir die Festigkeit und Steifigkeit des Materials. Durch die Kombination verschiedener Pilzarten mit unterschiedlichen Substraten und Nachbehandlungsparametern lassen sich Verbundwerkstoffe mit diversen Eigenschaften herstellen. Besonders vielversprechend für den Leichtbau sind Hanfstäben als Substrat, die ihr hier einmal sehen könnt. Hanfstäben sind die holzigen Abfallreste, die bei der Fasergewinnung von Hanf übrig bleiben. Was man mit Hanffasern machen kann, zeigt euch jetzt Maurice am Kalander. Hallo zusammen und willkommen hier an der Kalander Direkt Imprägnieranlage hier an der OLF. Ihr habt gerade von Miriam ja schon gesehen, dass man mit Hanfschäben Pilze füttern kann. Diese Hanfschäben sind aber auch ein Nebenprodukt von der Herstellung von Hanffasern. Und die nutzen wir als Fraunhofer IWU hier an der OLF für die Herstellung von Organoblechen. Dafür brauchen wir eigentlich nur 2 Dinge. Zum einen hier ein Hanfhalbzeug, in dem Fall eine Art Hanfgewebe, und Folien aus thermoplastischem Kunststoff. Was wir hier benutzen, ist Polybutylensuccinat. Das ist ein biobasierter und auch biologisch abbaubarer Kunststoff. Damit wir aber daraus jetzt ein wirkliches Organoblech pressen können, brauchen wir vor allem 2 Dinge. Zum einen Temperatur und eine Menge Druck. Und dafür ist eben genau die große Anlage hinter mir hier zuständig. Und die Art und Weise, wie sie funktioniert, ist eigentlich ziemlich simpel. Wir haben hier unser Paket, bestehend aus Folien und dem Hanfgewebe. Und das wird jetzt zwischen diesen 2 sich bewegenden Stahlbändern eingezogen. Das Paket läuft dann hier entlang von diesen beheizten Kalanderwalzen. Die geben der ganzen Anlage auch den Namen Kalander Direkt Imprägnieranlage. Was jetzt passiert ist, das Paket wird an den beheizten Walzen erhitzt, die Folie fängt an aufzuschmelzen und durch den Druck zwischen den Spannbändern wird diese Schmelze in unser Halbzeug hier reingepresst. Wenn wir uns mal den Verlauf durch die Anlage anschauen, dann kommt unser Paket dort vorne rein, passiert die ganzen beheizten Walzen, verläuft hier langsam nach oben und ab einem gewissen Moment passiert es eben die letzte beheizte Walze. Und ab dann fängt unser Materialverbund an, hier auszukühlen. Das heißt, es bewegt sich hier entlang, kühlt ab und härtet langsam wieder aus. Und zum Schluss kommt das fertige Organoblech dann hier hinten aus der Anlage wieder raus. Und das, was rauskommt, sieht ungefähr so aus. Das ist hier ein Organoblech aus unserer Hanffaser und aus PBS. Und wir sehen, es ist nicht nur sehr, sehr leicht, sondern auch sehr, sehr steif. Und damit eignet es sich eben für ganz viele verschiedene Bauteile, die man daraus umformen kann. Klassisches Beispiel sind dafür zum Beispiel Türmodule von einem Auto, Rücksitzlehnen oder auch Teile von einem Armaturenbrett. Und diese Art,
Naturfasern zu nutzen mit thermoplastischer Matrix ist nicht die einzige Art und Weise, wie man mit Naturfasern Leichtbaubauteile herstellen kann. Andere Möglichkeit zeigt euch jetzt im Anschluss Luca. Hi, wir sind hier im Faserverbundlabor. Ich benutze dieselben Gelege wie Maurice, allerdings nutze ich einen duroplastischen Kunststoff, in diesem Fall ein teilbiobasiertes Epoxidharz. Im Gegensatz zum Kunststoff von Maurice kann dieses Harz nicht wieder aufgeschmolzen werden, sobald es einmal ausgehärtet ist. Deshalb brauchen wir ein anderes Fertigungsverfahren, die Vakuuminfusion. Dafür legen wir unseren Lagenaufbau auf ein eingetrenntes Werkzeug. Für den Aufbau brauchen wir noch eine Reihe anderer Materialien, wie zum Beispiel einen Fließhilfekanal und einen Anguss. Durch den Anguss gelangt später das Harz in das Bauteil. Nach einigen weiteren Schritten können wir das Ganze dann mit Vakuumfolie versiegeln. Ich habe euch schon mal einen fertigen Aufbau vorbereitet. Nun können wir hier Vakuum ziehen. Man muss besonders darauf achten, dass nirgendwo mehr Luft hineinkommen kann. Sobald wir das Vakuum haben, können wir mit der Infusion starten. Ich habe das Harz schon mal angemischt und an den Anguss angeschlossen. Wenn ich nun die Klemme löse, wird das Harz durch das Vakuum angezogen werden und die Fasern tränken. Für die Aufnahme habe ich eine Glasplatte verwendet, damit ihr sehen könnt, was passiert. Je nach Harz, Aufbau und Größe der Platte kann es jetzt bis zu 2 Stunden dauern, bis alle Fasern durchtränkt sind und das Harz an der anderen Seite durch den Ausguss wieder austritt. Nach 24 Stunden ist das Harz vollkommen ausgehärtet. Danach wird der Aufbau im Ofen für 6 Stunden getempert. Dadurch verbessern wir die mechanischen Eigenschaften des Kunststoffes. Jetzt kann unsere Platte ausgepackt werden. Aus so einer Platte werden dann die Teile für unser Skateboard geschnitten. Und nun geht's zum Kleben. Danke, Luca. Im Kleblabor sind wir jetzt dabei, die einzelnen Materialien, die ihr vorher gesehen habt, zusammenzufügen. Anhand eines praktischen Beispiels, ein Skateboard-Prototyp in Sandwich-Bauweise. Dazu nutzen wir einen Klebstoff, der sowohl den Myzel-Verbundwerkstoff als auch den Naturfaser-Verbundkunststoff sicher verbindet. Die Klebverbindung ist entscheidend für einen Werkstoffverbund, da nur so die verschiedenen Materialschichten stabil vereint werden können. Kleben ersetzt das klassische Schrauben oder Nieten, ermöglicht flexible Verbindungen und schont so die Strukturen der sensiblen Naturmaterialien. Der Klebstoff sorgt nicht nur für Festigkeit, sondern schafft auch eine dichte und geschlossene Oberfläche. Besonders bei der Nutzung innovativer Biowerkstoffe ist die Klebung ein Schlüsselfaktor. Herzlich willkommen hier bei uns im Technikum am Hainkamp. Hier werden Recyclingprozesse praxisnah erforscht und heute wollen wir euch den Recyclingprozess anhand eines praktischen Beispiels zeigen, der Wiederverwertung dieses Skateboards aus biobasierten Werkstoffen. Zuerst werden die Trucks, also Achsen und Rollen, demontiert. Ganz im Sinne der 10R-Strategie können diese direkt wiederverwendet, also reused werden. Anschließend lösen wir die Sandwich-Struktur auf. Die Deckplatten werden vom Myzelkern getrennt. Sobald die Hauptkomponenten vorliegen, beginnt der eigentliche Recyclingprozess. Der Myzelkern wird in den offenen biologischen Kreislauf zurückgeführt. Das bedeutet, er wird kompostiert, biologisch abgebaut und dient anschließend als Nährstoff für die nächste Generation von Hanf- oder Flachspflanzen. Damit ist der Kern in der Sandwich-Struktur versorgt. Im nächsten Schritt schauen wir uns die Deckplatten genauer an. Die naturfaserverstärkten Deckschichten werden zunächst im Schredder zerkleinert. Über ein eingelegtes Sieb lässt sich die maximale Korngröße einstellen. In diesem Fall 10 mm. Sobald alle Platten geschreddert sind, wird das Material in den Extruder überführt und zu 2 Zwischenprodukte verarbeitet: Langfasergranulat und Filament für den 3D-Druck. Das Granulat kann mit einer Heißpresse erneut zu einzelnen Lagen für die Sandwich-Deckschichten verarbeitet werden. So lässt sich Ursprungsmaterial des Skateboards direkt ersetzen. Das Langfasergranulat kann auch mit Neuware kombiniert und zum Spritzgießen verwendet werden. Heute habt ihr gesehen, wie wir im Team aus biobasierten Werkstoffen ein nachhaltiges Skateboard entwickelt und den kompletten Produktions- und Recyclingprozess umgesetzt haben. Damit zeigen wir, wie innovative Forschung, moderne Produktion und Umweltbewusstsein an der Open Hybrid Lab Factory zusammengehen können.
Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren möchtet, meldet euch bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr in der Videobeschreibung. Unsere Kompetenz aus der Region für die Region.